Ich bin Hans und ich bin einer der Geburtshelfer von Kalimoto. Und heute möchte ich euch eine Funktion näher bringen, auf die wir sehr, sehr stolz sind, und zwar den Kalimoto Tourfeed oder die Tourenempfehlungen. Das bedeutet, wir haben in der App eine Funktion, die euch für jede Region der Welt, für eure aktuelle Umgebung oder für eine Region, wo ihr vielleicht demnächst Urlaub macht, immer die besten Touren vorschlägt, die andere Kalimoto-Nutzer für euch bereits gefahren sind, hochgeladen haben und zum Teil auch mit aufwendigen Bildern und Bewertungen aufbereitet haben, sodass ihr euch sofort einen Eindruck verschaffen könnt, was ist das für eine Tour, was erwartet mich dort und vor allem entspricht sie dem, was ich dort gerne fahren möchte. Dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und bis gleich. Heute, wie gesagt, geht es um die Tourenempfehlungen und das ist, wie gesagt, deswegen mir auch so wichtig, weil die Funktion zusätzlich zu unserem Routing-Algorithmus, der euch ja immer die schönste Strecke zwischen Start und Ziel oder den einzelnen Routenpunkten berechnet, die Tourenempfehlungen sind quasi noch der Schritt mehr, wo dieser kleine Teil Subjektivität mit reinkommt, den nur unsere Nutzer euch geben können. Und zwar ist es ja seit einiger Zeit bereits möglich, dass man gefahrene Touren von Kalimoto mit Bildern verfeinern kann, dass man dort Kommentare eintragen kann und Bewertungen abgibt und diese Touren dann für alle Nutzer von Kalimoto veröffentlichen kann. Und das hat deswegen einen enormen Mehrwert, weil so ihr die Möglichkeit habt, in einer Region, wo ihr euch überhaupt nicht auskennt, sofort nicht nur selbst planen zu müssen, sondern euch Inspiration holen könnt von anderen Nutzern, welche Erfahrungen die dort gemacht haben, welche Touren sie dort gefahren sind und diese Touren dann selbst nachfahren könnt oder für eure Planung nutzen. Das bedeutet, ihr habt auch die Möglichkeit, die Tour und die Bilder euch einfach als Inspirationsquelle zu nutzen, aber mit eigenen POI, einer Anpassung der Streckenführung, die Tour eventuell zu verkürzen oder an eine andere, woanders entlang zu routen, sodass es immer noch eure individuelle Tour bleibt, aber als Basis habt ihr die Erfahrung von vielen, vielen Kalimoto-Nutzern, die ihre Touren schon hochgeladen haben. Und wie das funktioniert, möchte ich euch gerne in den Apps zeigen. Und zwar müsst ihr dafür die Kalimoto-App natürlich öffnen. Ihr seht erstmal die Karte und dann gibt es unten links den Reiter Touren und wenn ihr diesen anklickt, erscheint automatisch gleich die Rubrik Kalimoto Tourenempfehlungen und hier seht ihr sofort erstmal die Touren in eurer Umgebung vom aktuellen Standort abhängig. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, entweder eine Region zu suchen, also das heißt sozusagen, ihr könnt sagen, ich möchte gerne Tourenvorschläge in den Alpen oder in ganz Deutschland oder im Taunus oder im Harz. Das heißt, wir haben das sehr kleinteilig nach Motorradregionen untergliedert und ihr könnt euch die entsprechenden Touren in diesen Regionen anzeigen lassen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, über die Suchfunktion einen Ort einzugeben oder eine Postleitzahl, um dann Touren im Umkreis dieses Ortes zu suchen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, oben rechts den Punkt unter Filter, die Touren so zu filtern, dass ihr nur Touren seht, die für euch interessant sind. Wir haben dafür unterschiedliche Tags, also Eigenschaften der Touren, zum Beispiel, ob sie Highspeed-Passagen hat oder ob sie durch einen Wald verläuft oder an einem Gewässer entlang. Und ihr habt auch die Möglichkeit, die entsprechende Länge der Tour vorzugeben, sodass ihr sagt, ich möchte nur Tourenvorschläge bis maximal 200 Kilometer haben. Diese Filter könnt ihr nutzen, um dann die entsprechenden Empfehlungen in der von euch ausgewählten Region oder eurer Suche noch detaillierter zu filtern, um dann danach entsprechend die Liste der Touren durchgehen zu können. Und da ist es dann ganz einfach, ihr seht links den Verlauf auf der Karte, sodass ihr euch grob orientieren könnt, wo die Tour verlaufen wird und rechts daneben die zu der Tour hochgeladenen Bilder. Diese Bilder sind von den Nutzern selbst gemacht, sodass ihr Eindrücke kriegt, was erwartet euch da eigentlich und was ist das eigentlich für ein Gelände, für eine Landschaft, die ich da sehen kann. Wenn euch eine Tour gefällt, dann klickt ihr sie einfach an. Es öffnet sich die Tourenübersicht, wo ihr dann auch noch die Kommentare und die Bewertung sehen könnt. Und zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, die Tour euch in der Karte anzeigen zu lassen. Und jetzt kommt der Clou. In der Karte seht ihr auch die genaue GPS-Position des Bildes, welches dort hochgeladen wurde. Also ihr seht das Bild und wo es gemacht wurde, sodass ihr genau wisst, okay, an dem Ausblick habe ich folgendes Bild gesehen und ich kann genau in der Karte sehen, wo ich dafür eine Pause oder einen Stopp einlegen muss, um diesen Ausblick genießen zu können. Das ist eine tolle Funktion, die kann sehr, sehr gut genutzt werden, um dann die entsprechende Route umzuwandeln und für die eigene Planung zu nutzen. Und wie ich bereits gesagt habe, ist es super einfach, dann diese Inspiration für die eigene Tour, die demnächst ansteht, zu nutzen. Und gerade wenn ihr in den Alpen seid, wenn ihr euch vielleicht in der Region, wo ihr demnächst Urlaub macht, nicht auskennt,
habt ihr so die Möglichkeit, von erfahrenen Kalimoto-Nutzern entsprechend die Touren euch anzusehen und vielleicht da das ein oder andere mitzunehmen, um nicht komplett bei Null anfangen zu müssen. Quasi so ähnlich wie früher, wo man beim entsprechenden Wirt, wo man untergekommen ist, fragt, welche Touren in der Region kannst du empfehlen. Das habt ihr alles mittlerweile in Kalimoto drin. Ihr könnt auch dementsprechend eigene Touren, die ihr vor Ort fahrt, hochladen. Wir freuen uns natürlich immer und alle Kalimoto-Nutzer profitieren davon, wenn möglichst viele hochwertige Touren mit Fotos hochgeladen werden, sodass diese Vorschläge immer größer werden. Wir haben weltweite Vorschläge und freuen uns natürlich, wenn die Kalimoto-Community, unsere Nutzer, aktiv dazu beiträgt, dass diese Vorschläge immer besser werden und immer umfangreicher werden. Und wir kriegen halt oft auch oder beobachten in Foren oder auch bei uns in der Facebook-Gruppe, dass Nutzer nachfragen, hey, ich bin in den nächsten 2 Wochen in den Vogesen, welche Touren könnt ihr mir empfehlen? Und dadurch ist es sogar viel, viel einfacher, als in der Gruppe fragen zu müssen, einfach in den Vogesen als Region, in den Kalimoto-Tourenempfehlungen schauen und ihr habt sofort alle Vorschläge von anderen Kalimoto-Nutzern und durch die Fotos einen tollen Einblick, was euch darüber erwartet. Das war's auch schon. Ich hoffe, es war informativ. Ich hoffe, ich konnte euch die Funktion der Tourenempfehlung etwas näher bringen und ihr probiert sie einfach selbst aus. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert und das kleine Glöckchen aktiviert. Bei Fragen dazu und Feedback gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit Kalimoto, allzeit gute Fahrt und bis bald.